Hi, der auf dem Roller, das bin ich, Carlos. Ich befinde mich gerade in Thailand, genauer gesagt in der Hauptstadt Bangkok. Von hier aus möchte ich in den nächsten 2,5 Monaten bis nach Ho Chi Minh City, in den Süden von Vietnam reisen. Aber jetzt erst einmal hinein, in das Getümmel von Bangkok. Bangkok. Mit über 10 Millionen Einwohnern die größte Stadt Thailands. Hier anzukommen ist wie den Fuß in eine andere Welt zu setzen. Es ist laut, es ist heiß und alles fühlt sich an wie das totale Chaos. Zwischen riesigen Shopping-Malls, gigantischen Hochhäusern und dem chaotischen Straßenverkehr pulsiert hier das Leben wie an wohl kaum einem anderen Ort. Wenn die Stadt außerdem für eines bekannt ist, dann wohl für ihre Tempel, denn davon gibt es in Bangkok über 400 Stück. Einer der bekanntesten ist der Wat Arun, direkt am Ufer des Chao Phraya-Flusses. Die Türme sind mit bunten Keramikfliesen und Porzellanscherben aus China verziert, was dem Tempel sein wahrlich außergewöhnliches Aussehen verleiht. Umgangssprachlich wird er auch Tempel der Morgenröte genannt, da er vor allem im Licht des Sonnenaufgangs in voller Pracht erstrahlt. So, das ist heute jetzt mein letzter Tag in Bangkok. Morgen geht es dann für mich weiter nach Koh Samet. Ja, also Bangkok ist schon wirklich eine sehr beeindruckende Stadt. Man kann hier wahrscheinlich Wochen verbringen und nicht alles sehen. Also ich glaube, am meisten Spaß macht es mir tatsächlich einfach hier mit den Grab-Taxis rumzufahren. Einfach da auf dem Rücksitz von so einem Fahrer. Und ja, sich die Stadt aus der Perspektive anzugucken, da durch den Verkehr. Bangkok ist in vielerlei Hinsicht extrem und so gehen auch die Meinungen zu dieser Stadt auseinander. Es ist ein Erlebnis, auf das man sich einlassen muss und mich persönlich hat die Stadt total in ihren Bann gezogen. Jetzt aber reise ich weiter, auf die Insel Koh Samet im Südosten Thailands. Ein kleines Paradies und so ziemlich das absolute Kontrastprogramm zu den vergangenen Tagen. Yeah, we used to live out west in a collective. Everybody got arrested cause nobody wanted to sleep. I used to dish out verses on purpose. And if you wanted to purchase when you weren't as good as me, I don't know if that time is coming to an end. I hope the band gets back together. So, hi. Ich bin jetzt gestern hier auf Koh Samet angekommen. Das ist eine kleine Insel, 4,5 Stunden südöstlich von Bangkok. Ich habe mir jetzt heute einen Roller ausgeliehen. Kostet 400 Baht für 24 Stunden und ergibt einfach Sinn. Ansonsten kommt man hier nicht wirklich rum auf der Insel. Ich bin jetzt hier gerade an so einem Aussichtspunkt und das ist wirklich einfach nur wunderschön. Vor allem jetzt nach den letzten Tagen in Bangkok. Die Stadt ist ja wirklich einfach nur überwältigend. Und jetzt hier zu sitzen im Dschungel unter so einem Pavillon ist schon wirklich wunderschön. Am nächsten Tag mache ich mich dann zu Fuß auf ins Landesinnere und folge dabei einem kleinen Pfad durch den Dschungel. Außer mir ist hier niemand unterwegs und ich stoße auf mehrere abgelegene Aussichtspunkte sowie einen kleinen buddhistischen Schrein. An meinem letzten Abend beschert mich die Insel dann mit einem Sonnenuntergang, wie man ihn sich besser wohl kaum hätte erträumen können. You can't outrun
Nach 3 Tagen verlasse ich dann die sonnigen Strände von Koh Samet und reise weiter in den Norden von Thailand. Zuerst zurück nach Bangkok und von dort nehme ich den Nachtbus nach Chiang Mai. Im Vergleich zur hektischen Hauptstadt wirkt Chiang Mai ruhiger, kleiner und traditionsreicher. Gegründet im 13. Jahrhundert als Hauptstadt des Lana-Königreichs, ist die Stadt heute bekannt für ihre alten Tempel, die Nähe zur Natur und ihre historische Altstadt, die noch immer von einem alten Wassergraben und Mauern umgeben ist. Trotz moderner Einflüsse hat Chiang Mai seine authentische Atmosphäre bewahrt und gilt heutzutage als das kulturelle Herz Nordthailands. Ich finde diese Gasse, durch die ich hier gerade durchlaufe, echt richtig schön. Ich bin einfach nur durch Zufall irgendwie rein. Aber so viele kleine Läden irgendwie, so Wäschereien. Es wirkt so urig oder traditionell irgendwie. Also richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Chiang Mai gefällt mir wirklich gut und ich bleibe insgesamt 3 Nächte. Noch in Bangkok hatte ich einen Einheimischen getroffen, der mir für meine Zeit im Norden Thailands eine ganz besondere Aktivität empfohlen hatte. Den Mae Hong Son Loop. Der Mae Hong Son Loop ist ein etwa 600 Kilometer langer Motorradloop, der von Chiang Mai über Mae Sariang und Mae Hong Son nach Pai führt und sich dabei durch die wunderschöne Natur Nordthailands schlängelt. Es ist eine der besten Möglichkeiten, tief in Land und Kultur einzutauchen, da man zu vielen abgelegenen Orten wie Tempeln, Aussichtspunkten und Wasserfällen gelangt, die man sonst nur schwer zu Gesicht bekommen könnte. Ich leihe mir für 6 Tage einen Roller und mache mich auf ins Abenteuer. Der erste Tag führt mich etwa 200 Kilometer lang nach Mae Sariang, meinem ersten Zwischenziel. Diese Etappe ist definitiv die unspektakulärste der ganzen Tour, da sie die ersten 150 Kilometer über schnurgerade und vielbefahrene Hauptverkehrsrouten führt. Zum Ende hin verlässt man jedoch die Hauptstraße und bekommt einen Vorgeschmack darauf, was einen die nächsten Tage erwartet. Guten Morgen aus Mae Sariang. Ich bin hier gerade in dem Garten von dem Hostel. Ist eigentlich echt schön. Hier sind auch 1, 2 ziemlich süße Katzen. Und ja, heute geht es jetzt weiter nach Mae Hong Son. Das sind so ungefähr 180 Kilometer. Der zweite Tag ist direkt ganz anders. Die großen Schnellstraßen weichen kleineren Wegen, die sich durch Berge und Wälder schlängeln, und ich genieße es, einfach dahin zu cruisen. Der Tag endet für mich beim Phra Bong Lookout, wo ich im Licht der untergehenden Sonne einen wunderschönen Blick auf die umliegenden Berge habe. Guten Morgen von Tag 3, herzlich willkommen aus Mae Hong Son. Heute geht's nach Pai. Es soll streckenmäßig der schönste Abschnitt sein, von daher da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ich würde sagen, let's go. Hallo, ich bin hier gerade an der Sutong Pay Bridge. Das ist die längste Bambusbrücke Thailands. Und ja, diese Brücke wurde damals von den Dorfbewohnern und Mönchen hier gebaut, weil die verbindet sozusagen den Tempel da hinten mit dem Dorf und führt halt hier über diese Reisfelder und wurde zu dem Zweck gebaut, dass die Mönche auf ihren Spaziergängen morgens einfacher ins Dorf kommen konnten, um da ihre Almosen einzusammeln. Und wird deswegen auch die Brücke des Glaubens und des Erfolges genannt.
gerade am Ban Luc Khao Lam Lookout. Bisschen ein Zungenbrecher. Aber die Fahrt hier hoch war auf jeden Fall abenteuerlich. Also sehr steil, sehr kurvig, aber hat echt Spaß gemacht zu fahren. Und ja, jetzt bin ich hier oben. Mega Aussicht, wie überall eigentlich. Also die ganze Zeit das Panorama, während man hier durch die Berge fährt. Ist wirklich atemberaubend. Die Strecke hält wahrlich, was sie verspricht. Und nach einem langen Tag erreiche ich Pai. In den frühen 2000ern war Pai ein abgeschiedenes Dorf und ein Rückzugsort für Backpacker, Hippies und Künstler. Heutzutage ist es eine der Hauptattraktionen im Norden Thailands, voller Bars, Cafés und Hostels und vor allem für seine Streetmärkte und Tipsy Tubing bekannt. Trotz alledem hat Pai einen ganz besonderen Charme und viele Leute bleiben länger als geplant. Ein Phänomen, das inzwischen als sogenanntes Pai-Hole bekannt ist. Auch ich wäre gerne länger geblieben, fahre aber nach 2 Tagen weiter, da ich den Roller zurückgeben muss. Der letzte Abschnitt ist für seine vielen Kurven berüchtigt und trägt daher den Namen 762 Turns to Pai. Er gilt vor allem aufgrund der vielen anderen, zu teils rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern als gefährlich. Und auch ich treffe einen Mitreisenden, der auf der Strecke von einem Minivan erfasst wurde und zum Glück mit leichten Verletzungen davonkam. An dem Tag, an dem ich die Etappe antrete, ist zum Glück alles ruhig und ich erreiche unversehrt das letzte große Highlight, den Mok Pha Waterfall. So, ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zurück zum Roller, weil die Zeit rennt leider ein bisschen. Aber was für ein Wasserfall. Also es hat sich 100% gelohnt hier anzuhalten. Und vor allem das Geile, dass man da so nah rangehen konnte. Das war einfach so ein ganz flaches Sandbecken da an dem Wasserfall. Und man konnte da bis auf wenige Meter rangehen. Also ja, richtig krass, richtig beeindruckend. Mok Pha Waterfall, 10 von 10, richtig geil. Es ist wahrlich kein Wunder, dass Thailand bei Urlaubern und Backpackern aus aller Welt zu einem der beliebtesten Reiseziele gehört. Mit unzähligen Inseln und Stränden im Süden, den faszinierenden Städten und der atemberaubenden Berglandschaft im Norden könnte man hier Wochen verbringen, ohne sich satt zu sehen. Für mich geht es jetzt aber weiter in das zweite und etwas unbekanntere Land meiner Reise, nach Laos. Dafür reise ich zuerst mit einem Minivan an die Grenze und von dort aus geht es weiter mit dem Slowboat, 2 Tage lang über den Mekong River. Im Nachhinein würde ich die Erfahrung zwar nicht missen wollen, aber die Reise ist doch deutlich eintöniger und unbequemer als erwartet. Daher bin ich sehr froh, als wir am Abend des 2. Tages unser Ziel erreichen. In Luang Prabang treffe ich dann Camila und Alex. Die beiden sind, genau wie ich, mit dem Slowboat nach Laos gekommen und wir verstehen uns auf Anhieb. Daher machen wir uns am nächsten Tag zusammen auf zu einem der Highlights in Luang Prabang, dem Kuang Si Waterfall. Was einem in Laos unweigerlich auffällt, ist die Qualität der Straßen, vor allem im Vergleich zu dem makellosen Verkehrsnetz in Thailand. In vielen Gegenden fällt der Begriff Schlaglochpiste noch recht wohlwollend aus, und das bekomme ich vor allem auf meinem Weg ins abgelegene Nong Khiao zu spüren, 4 Stunden nördlich von Luang Prabang. Jedoch einmal angekommen, offenbart sich ein Ort, der mich von der ersten Sekunde an in seinen Bann zieht. Ein kleines Dorf, überragt von mächtigen Gesteinswänden und umgeben von nichts als Natur. Hier gehen die Uhren langsamer, alles wirkt irgendwie aus der Zeit gefallen. Und doch ist es genau richtig. Ich
bin hier gerade in meinem Hostel in Nong Khiao und ich muss wirklich sagen, Nong Khiao übertrifft alle Erwartungen, die ich hatte. Ich meine, ich wusste von Bildern und Videos, dass es schön ist, aber das habe ich wirklich nicht erwartet. Also ich glaube, Nong Khiao ist sogar vielleicht bis jetzt das Highlight auf meiner Reise, zumindest so naturmäßig. Vielleicht nicht unbedingt von den Aktivitäten hier, aber einfach wie schön und auch friedlich es hier ist. Und allgemein gefällt mir Laos bis jetzt gut. Und dann gibt es doch noch Aktivitäten. Mit einer organisierten Gruppe wandern wir auf einen Berggipfel, um uns den Sonnenuntergang anzusehen. Und auch, um auf dem Gipfel zu übernachten. Wir starten zur Mittagszeit und es ist glühend heiß. Die ersten 2 Stunden geht es ohne Schatten, an manchen Stellen gefühlt senkrecht den Berg hinauf, während die Sonne auf uns hinunterbrennt. Für viele eine Grenzerfahrung. Doch die Quälerei sollte sich lohnen, denn als wir nach 4 Stunden oben ankommen, erwartet uns eine Aussicht, die ich so schnell nicht vergessen werde. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Völlig geisteskrank. I see skies of blue Wahnsinn. and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful. Die Nacht verbringen wir unter den Sternen und am nächsten Morgen machen die Locals Frühstück und wir genießen noch einmal die Aussicht, bevor es wieder ins Tal geht. So pretty in the sky, are also on the faces of people going by. How you like the hike? How you like the experience? It was good, yeah. It was tough. I think the first day walking up was difficult, steep at times, quite hot. But yeah, once you got there, it was Yeah. lovely. Good sunset. Really nice food as well. Nach diesem Highlight verlasse ich Nong Khiao schweren Herzens wieder und es geht weiter in den Süden von Laos. Zuerst zurück nach Luang Prabang und von dort aus weiter mit dem Zug. Dieser wurde von der chinesischen Regierung finanziert und soll zum einen die Transitzeiten und Transportkosten zwischen China und Laos reduzieren und zum anderen eine Anbindung in Chinas neue Seidenstraße schaffen. Auf jeden Fall ist es deutlich bequemer, als weitere 6 Stunden in einem schlecht klimatisierten Minivan zu verbringen. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll move to Paris, shoot some. Hi, wir sind hier gerade in Vang Vieng bei der Blue Lagoon Number 3, glaube ich. Ich glaube, es gibt so 5 oder 6 insgesamt. Und ja, mit wir meine ich Camilla und Alex, mit den beiden bin ich immer noch unterwegs. Und es ist richtig geil hier. Es ist einfach ja, wie so ein Schwimmbad, halt einfach eine Lagune. Und es gibt einen Rope Swing und einen kleinen Sprungturm und ja, richtig cool. We got the vision, now let's have some fun. Yeah, it's overwhelming. Vang Vieng ist vor allem für seine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten bekannt und wird daher oftmals als Abenteuerhauptstadt von Laos bezeichnet. Besonders bekannt ist die Stadt für ihre Heißluftballons und das Motor-Paragliding. Zweiteres probiere ich selbst aus und für umgerechnet 60 € kann man sich für 20 Minuten in luftige Höhen begeben. To pretend we're fading to pretend Es ist ein einzigartiges Gefühl, so dahin zu gleiten, frei wie ein Vogel, nur der Wind im Gesicht,
das gedämpfte Surren des Rotors und die Landschaft, die unter den Füßen vorbeizieht. Doch wie so vieles Schönes ist es allzu schnell wieder vorbei und nach einer letzten Schleife setzen wir zur Landung an. Auch meine Zeit in Laos neigt sich langsam wieder dem Ende zu. Doch bevor es soweit ist, steht noch ein großes Highlight an. Und zusammen mit Camila und Alex geht es weiter gen Süden, nach Ta Kek. Dort warten beeindruckende Landschaften und der etwa 500 Kilometer lange Ta Kek Motorradloop auf uns. Um die ganze Sache noch ein wenig spannender zu machen, kauften wir uns im Voraus 2 Zelte, um auf dem Loop zu campen. Wir hatten allerdings weder Schlafsäcke noch Isomatten auftreiben können und eines der Zelte war nicht wasserdicht. Aber zum Glück waren wir ja auch in der Trockenzeit unterwegs. Digga, es hat hier nicht einmal geregnet und heute ist es am Pissen, was das. So, wir waren gerade am Song Sa Wasserfall, sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg zurück zu den Mopeds. Ja, war ganz schön, aber jetzt auch nichts mega krasses. Es wird auch in gar nicht allzu ferner Zukunft schon dunkel und wir müssen noch einen Schlafplatz finden, weil es ja wie gesagt auch heute regnen soll und unsere Zelte nicht wasserdicht sind. Das ist das Setup für heute Nacht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Der Boden ist ziemlich gerade. Wir sind hier unter dem Dach, also auf jeden Fall vor Regen geschützt. Und bin mal gespannt, den Spot hier sich dann im Hellen anzugucken. Jo, guten Morgen. Seit 4:30 Uhr schreien hier 15 verschiedene Hähne in diesem Kackdorf rum. Ansonsten war die Nacht eigentlich ganz okay. Ich wurde hart, aber nicht zu hart. Ein kleiner Downer. Als ich heute aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass die eine Zeltstange gebrochen ist. Was passiert, wenn man ein Zelt für 5 Euro kauft? In der ersten Nacht bricht die Zeltstange. Okay, we made it. What is your rating now? I'd give it a solid 7.5 out of 10. 7.5 Pretty good. out of 10. Pretty good. Was worth the hike. Nach dem Aussichtspunkt machen wir Halt beim sogenannten Cool Pool, einem kleinen, natürlichen Wasserbecken, überragt von hohen Kalksteinwänden. Der perfekte Ort, um sich nach einem langen Tag auf dem Roller abzukühlen, bevor wir uns wieder auf die Suche nach einem Schlafplatz machen. Ja, wir haben jetzt gerade da hinten unsere Zelte aufgeschlagen. Ich glaube, das ist einer der epischsten Campingspots, die ich je hatte. Einfach auf einem fucking Bunker aus dem Vietnamkrieg, nehme ich jetzt mal an. Also, das ist sowas von geil. And there's Alex, like the fucking G on top of the bunker. Jo, guten Morgen von Tag 3. Die Nacht war actually ziemlich beschissen. Aber gut, ne, machst du nix. Jetzt geht's gleich weiter. Heute machen wir tatsächlich nur so einen Tagestrip mäßig. Wir kommen dann also hier zu der gleichen Stadt wieder zurück. Wir fahren heute zu einer Höhle, ich glaube Kang Loa Cave heißt die. Tief im Herzen von Laos, umgeben von Kalksteinfelsen und Dschungel, befindet sich die Kong Loa Cave, eines der außergewöhnlichsten Höhlensysteme Südostasiens. Die Höhle erstreckt sich über eine Länge von 7 Kilometern und wird vollständig von einem unterirdischen Fluss durchquert. Auf einem kleinen Boot fahren wir durch die allumfassende Dunkelheit, nur unsere Stirnlampen erhellen die uralten Felsformationen.
An manchen Stellen erreicht die Höhle Höhen von über 100 Metern und an einem beleuchteten Abschnitt steigen wir aus und finden uns in einer riesigen Halle mit beeindruckenden Tropfsteinformationen. Aufgrund ihrer Länge, der Bootsdurchfahrt und der geologischen Strukturen gilt Khong Loa in der Region als einzigartig und ist trotz zunehmendem Tourismus bislang nur wenig erschlossen. Zweite Nacht auf dem Bunker erfolgreich hinter uns gebracht. War diesmal auch deutlich bequemer als gestern, fand ich. Und ja, damit endet auch jetzt hier quasi der Ta Kek Loop oder das Abenteuer. Jetzt fahren wir nur noch zurück nach Ta Kek, geben die Roller wieder ab. Vielleicht hier mal ein kleines Fazit dazu. Den Ta Kek Loop campen, ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Man erlebt einfach nochmal so viel mehr, als wenn man in Hostels oder in Guesthouses schläft. Ja, jetzt erstmal Käffchen. Und dann zurück und dann geht's morgen auch schon nach Vietnam. Let's go. Von Ta Kek aus geht es mit dem Bus nach Vietnam. Die Fahrt soll 15 Stunden dauern. Am Ende sind es knapp 19, da sich die Grenzkontrollen ziehen und der Bus immer wieder liegen bleibt. Gegen 6 Uhr morgens erreichen wir schließlich Hanoi. Müde, aber wachgerüttelt vom ersten Eindruck dieser Stadt. Nach den letzten Tagen im ländlichen Laos ist Hanoi ein kompletter Kontrast. Hupende Roller, dichter Verkehr, Menschen in Bewegung. Es wirkt, als hätte jemand die Lautstärke aufgedreht. Eine besondere Attraktion Hanois ist die sogenannte Train Street, eine enge Gasse, gesäumt mit Bars, Cafés und Restaurants. Alles wirkt eigentlich normal. Händler verkaufen Waren, man sitzt und unterhält sich, trinkt einen Kaffee oder macht Fotos. Doch dann bricht ein wenig Hektik aus. Tische und Stühle werden beiseite gestellt und die Menschen drängen sich an den Rand der Gasse. Denn mehrmals täglich verkehrt hier ein Zug, als wäre es das Normalste der Welt. Nach ein paar aufregenden Tagen in Hanoi trennen sich die Wege von Camilla, Alex und mir. Sie reist weiter nach Ha Giang. Für Alex und mich geht es nach Cao Bang. Dieses kleine Dorf liegt ganz im Norden von Vietnam und ist nur noch rund 25 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. Let's go! Mit Alex durch die atemberaubenden Landschaften Nordvietnams zu fahren, ist eines meiner absoluten Highlights dieser Reise. Vor allem, da sich in die Gegend um Cao Bang nicht viele Touristen oder andere Reisende verirren. Oft sind wir völlig alleine und alles fühlt sich noch sehr authentisch an. Am Ende vielleicht sogar zu authentisch, denn auf dem Rückweg nach Cao Bang verfahren wir uns total und finden uns auf einem unbefestigten Trampelpfad, mitten im vietnamesischen Hinterland. Fucking hell! Oh Gott. This is insane. Alex, for the plot, right? Yeah, something like that. It's been eventful, been memorable. Denn am Ende schaffen wir es doch wieder zurück und nehmen noch am gleichen Abend den Nachtbus gen Süden, nach Ninh Binh.
In Ninh Binh muss ich mich dann leider auch von Alex verabschieden. Da ihm weniger Zeit bleibt, reist er früher mit dem Bus weiter, während ich mich für ein, sagen wir mal, alternatives Transportmittel entscheide. So, hallo, heute geht's für mich weiter in den Süden von Vietnam. Genauer gesagt, das nächste große Ziel ist Da Nang. Das sind so ungefähr 700 Kilometer von hier. Und ungefähr auf der Hälfte der Strecke gibt es einen Nationalpark, den ich ganz gerne mal auschecken würde. Genau, jetzt kann man natürlich diese Strecke mit dem Bus fahren, aber ich habe mir gedacht, ich habe mal Bock auf ein kleines Abenteuer. Von daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, zu versuchen, die Strecke zu trampen. Tatsächlich ist Vietnam ein prädestiniertes Land für Tramper. Da es sehr schmal ist, führen nur wenige große Straßen von Nord nach Süd, was den Verkehr bündelt und es einfacher macht, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Außerdem sind die Menschen unfassbar freundlich und Fremden gegenüber sehr hilfsbereit. Oh, ich dachte, er hält. Der ist zu mir rübergefahren, aber er hat nicht gehalten. Oh mein Gott, das hat einer gehalten. Hello? You go south? Can I come with you? Perfect. Thank you so much. What's your name? Chu. Okay, hi. Nice. I'm Carlos. I am the passenger, and I ride through the city. So, das war gerade der erste Ride. Ich bin jetzt, glaube ich, so 120 Kilometer weit gekommen. Aber ey, wirklich mega korrekter Typ. Chu hieß er, glaube ich. Und nee, war richtig cool. Hab mich dann mit ihm über Google Translate unterhalten, über alles Mögliche. Und ja, einfach richtig geil. Man muss sich dann auch einfach trotzdem mal kurz die Zeit nehmen und die Kuh appreciaten, die einfach mitten auf der Straße steht. Die macht sich auf jeden Fall gar keinen Stress. Oh mein Gott, Alter. So ein Glück. Ich stehe hier 2 Minuten, der allererste so, yo Bro, komm mit. Direkt nächster Ride ist verrückt. Ich glaube, die beiden nehmen mich jetzt auf jeden Fall fast bis zu dem Nationalpark mit. Wenn ich es richtig verstanden habe, fahren die sogar bis nach Ho Chi Minh, also wirklich komplett in den Süden von Vietnam. Jetzt mal hier an der Stelle ein kleines Update. Ich bin nicht mehr im Truck. Es ist aber auch inzwischen 1 Uhr nachts. Also ich bin wirklich 9 Stunden mit denen mitgefahren. Zum Nationalpark, wo ich morgen hin möchte, sind es aber noch so 30 Minuten mit dem Auto von hier. Das liegt halt ein bisschen weg von der Hauptverkehrsstraße. Deswegen hat er mich jetzt hier rausgelassen. Und ich bin jetzt hier gerade bei so einem, weiß ich nicht, das ist hier so ein Fußballplatz, glaube ich. Ich habe immer noch das Zelt, von daher werde ich jetzt hier einfach das Zelt aufbauen. So, ich habe jetzt das Zelt aufgebaut. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich eine einigermaßen okaye Nacht haben werde. So, moin moin. Ich musste tatsächlich die Nacht im Zelt abbrechen, weil es ging einfach nicht. Also es war einfach zu warm, zu unbequem. Wir haben ein paar Probleme. Erstens, ich habe nicht geschlafen. Zweitens, es regnet. Also das Wetter ist richtig scheiße. Drittens, ich muss diese Straße entlang, da wo gerade die Roller reinfahren. Da fahren zwar Roller rein, aber ansonsten keine anderen Fahrzeuge. Die ganzen Trucks fahren ja alle nur die Straße entlang. Von daher einen Ride zu catchen könnte lustig werden. Die Situation war zugegebenermaßen nicht ideal, aber es half ja nichts. Und so versuchte ich weiter mein Glück. Und tatsächlich wurde ich nach etwa 1,5 Stunden mitgenommen und erreichte nach weiteren 45 Minuten mein Ziel, die Stadt Phong Nha.
Der ganze Ort liegt unter einem dichten Schleier aus Regen und Wolken. Berge und Baumkronen verschmelzen ineinander und verlieren sich im Nebel. Hier beginnt der Phong Nha Kebang National Park, ein über 400 Millionen Jahre altes Karstgebirge, eines der ältesten der Welt. Seit 2003 steht es unter UNESCO-Weltnaturerbe. Rund 300 Höhlen durchziehen das Gebiet, darunter die berühmte Son Doong Cave, die größte Höhle der Welt. Eine Tour dorthin würde 4 Tage Trekking durch dichten Dschungel bedeuten und über 3.000 € kosten. Sie ist so groß, dass ein ganzer Wald in ihr wächst. Mit einer Tour besuche ich die Phong Nha Cave, welche von einem unterirdischen Fluss durchzogen ist und die gewaltige Vielfalt dieses Ortes widerspiegelt. Hi, heute ist mein letzter Tag in Phong Nha. Tatsächlich gerade mal ganz schön, weil es tatsächlich nicht regnet. Aber Phong Nha hat mir eigentlich echt gut gefallen. Ich habe halt gestern diese Höhlentour hier gemacht. Echt coole Höhlen gesehen und auch das Hostel hier war eigentlich echt entspannt. Gab es dann abends immer so Family Dinner, haben die das genannt. Hat halt das ganze Hostel dann zusammen Abend gegessen. Und ich meine, guckt euch mal diese Aussicht hier an. Also, ja gut, das ist halt schon geil. So, ich bin ja gestern hier angekommen in Da Nang. Mein Hostel ist richtig nah am Strand. Ist voll schön hier. Hat so ein bisschen Gold Coast Vibes, hier mit den Hochhäusern direkt am Strand. Da Nang ist nach Hanoi und Ho Chi Minh die drittgrößte Stadt Vietnams und liegt direkt an der Küste des Südchinesischen Meeres. Im 19. Jahrhundert war es ein französischer Kolonialhafen und während des Vietnamkrieges landeten hier die ersten amerikanischen Kampftruppen und Da Nang diente als wichtiger Militärstützpunkt. Heutzutage wirkt die Stadt, gerade im Vergleich zu Hanoi, modern und aufgeräumt und die vielen Hochhäuser vermitteln das Gefühl einer westlichen Großstadt. Eines der Wahrzeichen ist die Quan Am-Statue, auch Lady Buddha genannt. Auf einem Berg nördlich der Stadt gelegen, soll sie der Legende nach Fischer beschützen und die Stadt vor Stürmen bewahren. Mit 67 Metern ist es die höchste Buddha-Statue Vietnams und auf dem Gelände tummeln sich viele Affen, weshalb der Berg auch Monkey Mountain genannt wird. In Da Nang bleibe ich 3 Nächte und reise dann weiter nach Hoi An, eine kleine Stadt etwa 30 Kilometer südlich. Früher war Hoi An ein bedeutender Handelshafen, blieb allerdings im Vietnamkrieg nahezu unzerstört, wodurch die Altstadt erstaunlich gut erhalten ist und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Eine Besonderheit in Hoi An sind die Laternenboote, auf denen Touristen und Einheimische abends über den Thubon-Fluss fahren und kleine Laternen aufs Wasser lassen können. Das Loslassen einer Laterne steht in vietnamesischer Tradition für das Abgeben von Sorgen oder auch das Senden von Wünschen. Für viele ist es aber auch einfach nur ein schönes Ritual. Auf mich persönlich wirkt es aber ein bisschen zu sehr wie touristische Massenabfertigung und ich verspüre wenig Lust, mit hunderten anderen über den Fluss zu schippern. Von außen ist es aber wirklich schön anzusehen. In meinem Hostel in Hoi An treffe ich dann durch Zufall mit Camille eine alte Bekannte wieder. Nice with the hats. It's very cute, yeah. Was it good? Oh, it's fantastic. I'm crying.
Da Nang und Hoi An haben mich wirklich positiv überrascht. Vor allem der Wasserfall und die Altstadt Hoi Ans waren absolute Highlights. Und auch abseits davon hatte ich hier eine wirklich gute Zeit. Jetzt steht noch eine große Etappe an, mit dem Nachtbus 14 Stunden und knapp 700 Kilometer nach Dalat. Dalat liegt auf 1500 Metern über dem Meeresspiegel und ist damit die zweithöchstgelegene Stadt Vietnams, wodurch hier auch ein recht mildes Klima herrscht. In der Kolonialzeit gefiel das schon den Franzosen und Dalat wurde damals zu einer Art Kurort für reiche französische Beamte ausgebaut. Und viele Gebäude zeugen noch heute davon. Auffällig ist aber auch ein ganz anderes Stadtbild. Direkt neben meinem Hostel befindet sich ein ganzes Viertel voller halbfertiger und verlassener Gebäude. Nackter Beton, marode Treppen, aus dem Boden ragende Stahlträger und die Natur, die sich langsam zurückholt, was einst ihr gehörte. Alles wirkt irgendwie dystopisch und skurril neben der sonst so lebendigen Stadt. Gründe hierfür sind ein zu Teilen unregulierter Immobilienboom, fehlgeplante Projekte, Korruption und illegal errichtete Gebäude, aber natürlich auch die Corona-Pandemie. Vielleicht erklärt das aber auch, warum mein Hostel in Dalat mit unter 2 Euro die Nacht das günstigste meiner gesamten Reise war. So, das ist hier das Hostelzimmer. Klein, aber chillig, nur 4 Betten. Und was richtig geil ist, einfach eigenen Balkon hier. Da kann man sich nicht beschweren. Worüber man sich auch nicht beschweren kann, sind die Outdoor-Aktivitäten in Dalat. Neben Dingen wie Canyoning oder Kanufahren gibt es auch eine Art kleinen Freizeitpark mit einer Mario Kart-artigen Strecke, auf der man mit kleinen Karts einen Berg hinunterfährt. Und was soll ich sagen? Ich hatte hier auf jeden Fall meinen Spaß. It was a date! Ich hole mir jetzt nochmal ein zweites Ticket, ich muss einfach zum fahren. Das hat viel Spaß gemacht. Sorry. Ja gut, habe ich gesagt Pro Racer? Digga. Glücklicherweise haben weder die Bande noch ich größeren Schaden davon getragen. Und nachdem ich mir noch eine weitere Nacht schlechten Schlaf in einem Nachtbus gönne, erreiche ich nun meine letzte Stadt in Vietnam. Und nun, nach 4 Wochen, endet meine Zeit in Vietnam schließlich hier in Ho Chi Minh City. Vietnam ist ein riesiges und landschaftlich unglaublich vielfältiges Land. Und ich bin vor allem auch immer wieder von der Warmherzigkeit und Gastfreundschaft der Vietnamesen überrascht worden, die man so aus Deutschland nicht unbedingt gewohnt ist. Vorbei ist meine Reise aber noch nicht, denn für die letzten Tage geht es jetzt noch einmal in ein neues Land, nach Kambodscha, genauer gesagt in die Hauptstadt Phnom Penh. Ich komme tatsächlich genau richtig für das chinesische Neujahrsfest, das im Moment hier in Kambodscha gefeiert wird, und ich erlebe die wahrscheinlich größte Wasserschlacht der Welt.
Leider lässt meine GoPro mich nach einer halben Stunde im Stich, aber am Ende des Abends fühle ich mich ungefähr so, als wäre ich mitsamt meinen Klamotten in einen Fluss gesprungen und die Straßen verwandeln sich in ein Meer aus Menschen und Wasser. Abseits der Festlichkeiten hat Kambodscha aber auch eine sehr dunkle Vergangenheit, die sich in Phnom Penh vor allem in dem ehemaligen Foltergefängnis S21 der Khmer Rouge zeigt. Die Khmer Rouge waren eine kommunistische Guerillabewegung, die 1972 nach Ende des Vietnamkrieges in Kambodscha die Macht übernahm und es sich zum Ziel machten, das Land in eine klassenlose Agrargesellschaft umzuwandeln. Dazu entvölkerten sie die Städte, zwangen Millionen Menschen zur Zwangsarbeit und unterdrückten Bildung, Religion und jegliche Individualität. Bis 1975 starben etwa 2 Millionen Menschen, fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Das Gefängnis S21 wurde vor allem zur Säuberung der eigenen Reihen genutzt. Hier wurden Regimegegner, Soldaten und Intellektuelle, aber auch Frauen und Kinder auf brutale Weise festgehalten, gefoltert, zu Geständnissen gezwungen und anschließend getötet. Von über 18.000 Inhaftierten überlebten nur 12 Menschen diese Grausamkeiten. So, ich bin jetzt durch hier. Ja, es ist krass zu sehen, was hier passiert ist, wie viele Menschen hier gestorben sind, gefoltert wurden. Das ist schon echt heftig. Boah, keine leichte Kost am Morgen. Die Eindrücke dort gehen wirklich unter die Haut, vor allem wenn man bedenkt, dass die Geschehnisse gerade mal gut 50 Jahre zurückliegen. Nach 2 Nächten in Phnom Penh entfliehe ich dann dem Trubel der Stadt und reise noch ein letztes Mal weiter, auf die Insel Koh Rong im Westen Kambodschas. Mein Hostel liegt direkt am Meer und die Insel ist mit ihren weißen Stränden und der entspannten Atmosphäre der perfekte Ort, um noch ein paar Tage die Seele baumeln zu lassen. Und damit endet meine Reise nach 2,5 Monaten und 4 Ländern nun hier auf Koh Rong. Es war eine unfassbar tolle und intensive Zeit, voller Eindrücke und Erlebnisse und ich bin vor allem dankbar für all die tollen Menschen, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte. Wenn ich aus allen Ländern nun zum Ende hin einen Favoriten küren müsste, dann wäre das wahrscheinlich Laos. Das Land hat mich mit seinem Charme und den unfassbaren Landschaften einfach total abgeholt. Und ich habe dort definitiv die beste Zeit meiner Reise verbracht. Und nun, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao. With my triple collateral on